Die Blätter der Feigenkakteen sind ein echtes Wahrzeichen Mexikos. Sie sind nicht nur super gesund, sondern auch unglaublich lecker. Nopales scheiden beim Kochen eine schleimige Substanz aus, dessen Konsistenz nicht bei allen beliebt ist. Ich habe mir vorgekochte Kakteenblätter bestellt und aus dem Grund spüle ich sie als erstes ganz kurz im frischen Wasser. Übrigens, man kann auch frische Nopales in Europa mittlerweile kaufen. Also, wenn du ein Video darüber sehen möchtest, wie man frische Nopales zubereitet, schreib mir einfach in den Kommentaren. Ich habe ungefähr 500 Gramm Kakteenblätter kurz gespült und abgetrocknet und für diesen Salat schneide ich die einfach in etwas längeren Streifen. Feigenkaktusblätter liefern viele Ballaststoffe, sind kalorienarm und stecken voller Mineralien und Vitaminen. Ein echtes Superfood für den perfekten Sommersalat. Für unser Sommerrezept schneide ich eine halbe rote Zwiebel in ganz dünnen Streifen und gebe die in die Salatschüssel dazu. Nun würfle ich ein paar Tomaten für unseren Salat. Für diesen Feigenkaktussalat würde ich die Tomaten nicht entkernen. Es sei denn, du weißt von vornherein, dass der Salat lange auf einer Party stehen wird oder so, dann würde ich die entkernen, ansonsten nicht. Ich habe im Endeffekt, denke ich, nur 2 Tomaten benutzt. Die Menge ist eher nicht so wichtig, mach das einfach nach Gefühl. Ich behaupte, dass Koriander die mexikanische Küche wie kein anderes Kraut geprägt hat und ich stehe total drauf. Ich habe hier eine Handvoll benutzt, ihr könnt das nach Belieben machen. In Mexiko würde man noch Panela-Käse dazugeben und hier in Deutschland ersetze ich das gerne mit Hirten- oder Feta-Käse. Die Käse kann man natürlich weglassen, wenn man ein veganes Rezept zubereiten möchte. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehle, ist eine gewürfelte Avocado hinzuzufügen. Meiner Meinung nach, wo es Koriander gibt, gehört Avocado auch dazu. Und wenn ich mit Salz und Oregano würze, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützen könntet. Dazu kommen auch Olivenöl und Essig nach Geschmack. Ich habe ungefähr 2 Esslöffel Öl und 1 Esslöffel Essig verwendet. Aber den Essig könnt ihr auch mit Limettensaft ersetzen, wenn ihr wollt. Für mich gebe ich immer ein bisschen Avocado mehr dazu, einfach weil ich total drauf stehe. Dieser Feigenkaktus oder Nopales-Salat ist wirklich perfekt für den Sommer. Und wenn ihr mehr Sommerrezepte schauen wollt, schaut euch die Playlist auf der linken Seite an.